Deutsch lernen durch Hören. Willkommen zu unserem Deutschkurs. Jede Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Wir lernen Phrasen, neue Wörter und Verben. Ein bisschen Grammatik gibt es auch, aber ganz einfach. Jetzt legen wir los. In den ersten 2 Stunden werden wir viele wichtige Phrasen lernen. Diese Sätze helfen Ihnen, kleine Gespräche zu beginnen. Sie sind sehr nützlich und wichtig für den Alltag. Hören Sie gut zu und schreiben Sie die Sätze auf. Das hilft Ihnen, sie besser zu lernen. Okay, jetzt schauen wir uns die Begrüßungen an. Begrüßungen sind super wichtig, weil sie der Anfang von jedem Gespräch sind. Hier sehen Sie die wichtigsten Begrüßungen auf Deutsch und wann Sie sie sagen können. Zum Beispiel Guten Morgen sagt man früh am Tag, aber Gute Nacht nur, wenn man schlafen geht. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Hallo. Hi. Grüß Gott. Hier, passen Sie auf. Grüß Gott sagt man vor allem in Süddeutschland, also in Bayern und manchmal auch in Österreich. Das ist dort eine ganz normale Begrüßung, besonders bei älteren Menschen oder auf dem Land. Es heißt so viel wie Gott grüße Sie. Aber wenn Sie nach Norddeutschland gehen und Grüß Gott sagen, schauen die Leute Sie wahrscheinlich komisch an, weil man das dort nicht benutzt. Im Norden sagt man eher Moin. Das ist eine typische Begrüßung in Norddeutschland. Und das Tolle daran, Moin können Sie den ganzen Tag sagen, morgens, mittags oder abends. Jetzt wissen Sie, Grüß Gott für den Süden, Moin für den Norden. Herzlich willkommen. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Hier sehen Sie verschiedene Möglichkeiten, sich zu verabschieden. Tschüss und Ciao sind umgangssprachlich. Das heißt, man benutzt sie meistens im Alltag mit Freunden oder der Familie. Aber wenn Sie zum Beispiel im Büro oder bei einem Termin sind, sagen Sie besser Auf Wiedersehen. Und Auf Wiederhören benutzt man nur, wenn man sich am Telefon verabschiedet. So wissen Sie jetzt, wann Sie welche Begrüßung nutzen können. Bis gleich. Bis später. Bis dann. Bis bald. Bis morgen. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bitte. Bitte schön. Wie bitte? Wenn Sie Wie bitte hören oder sagen, bedeutet das so viel wie Pardon oder Entschuldigung, können Sie das wiederholen? Es wird benutzt, wenn man etwas nicht verstanden hat. Zum Beispiel, jemand sagt etwas, aber Sie haben es nicht gehört. Dann sagen Sie einfach, wie bitte? Das ist höflich und ganz einfach. Noch einmal. Ja. Nein. Wie geht's?
Jetzt üben wir kurz, diese Frage zu stellen und zu beantworten. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Wie geht's? Was geht? Wenn Sie in der Schule Ihren Lehrer fragen möchten, wie es ihm geht, sagen Sie, wie geht es Ihnen? Wenn Sie einen Freund fragen, können Sie, wie geht es dir? sagen. Und bei einem richtig guten Freund oder in einer sehr lockeren Situation können Sie auch umgangssprachlich wie geht's oder was geht verwenden. Ich bin gut. Okay, warum ist ich bin gut falsch? Ganz einfach. Ich bin gut beschreibt, dass Sie eine gute Person sind oder etwas gut können. Zum Beispiel, ich bin gut im Fußball. Aber wenn Sie sagen wollen, wie es Ihnen geht, benutzen Sie mir geht es gut. Das ist die richtige Antwort auf wie geht es dir? Mir geht es schlecht. Mir geht's mies. Und jetzt schlecht und mies. Beide bedeuten, dass es Ihnen nicht gut geht. Aber mies ist umgangssprachlich und klingt ein bisschen stärker. Vielleicht, wenn man wirklich einen schlechten Tag hat oder sich besonders schlecht fühlt. Grüß Gott, Frau Klein. Grüß Gott, Herr Hausmann. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Danke, es geht so. Wer sind Sie? Wer bist du? Sind Sie neu hier? Bist du neu hier? Wenn jemand in Ihr Wohnhaus zieht, können Sie fragen, sind Sie neu hier? Oder sind Sie die neue Nachbarin? Im Büro fragen Sie höflich, sind Sie neu hier? Oder sind Sie der neue Kollege? So können Sie leicht ein Gespräch beginnen. Bist du Peter? Nein, ich heiße Lukas. Und du? Entschuldigung. Sind Sie Herr Müller? Nein, mein Name ist Winter. Wer bist du? Ich? Ich bin Emma. Wer ist das? Ich denke, das ist Markus. Er kommt aus Spanien. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Ich heiße Dennis Klein. Mein Name ist Dennis Klein. Ich bin Aras Yilmaz. Buchstabieren Sie Ihren Namen. Buchstabiere deinen Namen. Ich buchstabiere. Y-I-L-M-A-Z. A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Das nennt man SZ oder scharfes S. Es klingt wie ein doppeltes S, zum Beispiel in dem Wort Straße. Wenn man kein SZ auf der Tastatur schreiben kann, kann man SS verwenden. Aber das ändert manchmal die Bedeutung eines Wortes. Also Vorsicht! Wie ist Ihr Vorname? Wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist Dennis. Wie ist Ihr Familienname? Wie ist dein Familienname? Mein Familienname ist Klein. Ich heiße Eva. Und du? Ich heiße Björn und das ist Anna. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Ukraine. Ich komme aus der Ukraine. Einige Ländernamen haben einen Artikel und den müssen Sie beachten. Zum Beispiel sagt man, ich komme aus der Türkei oder ich komme aus der Ukraine, weil diese Länder einen Artikel haben. Andere Länder wie Deutschland, Italien oder Polen haben keinen Artikel. Da sagen Sie einfach, ich komme aus Deutschland. Also achten Sie auf den Artikel, wenn Sie über Länder wie die Türkei, die Ukraine, die USA oder den Irak sprechen. Die USA und die Niederlande haben die als Artikel, weil sie im Plural stehen. Ich komme aus Düsseldorf. Ich komme aus einem kleinen Ort bei Kiel. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus den USA. Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ich wohne in Wien. Ich wohne in der Stadt. Ich wohne auf dem Land. Wie lange wohnen Sie hier? Wie lange wohnst du hier? 2 Monate. Etwa ein Jahr. Ich wohne schon lange hier. Hier sind noch ein paar Beispiele für wie lange wohnen Sie hier? Mit seit sagen Sie, wann es angefangen hat. Zum Beispiel seit 3 Monaten. Ohne seit sprechen Sie allgemein, wie schon 5 Jahre oder noch nicht lange. Beides ist richtig. Wie lange wohnen Sie hier?
ein paar Wochen. Seit 3 Monaten. Fast ein Jahr. Seit kurzem. Schon 5 Jahre. Noch nicht lange. Etwa 2 Jahre. Nicht lange. Fast ein halbes Jahr. Seit ein paar Tagen. Über ein Jahr. Seit meiner Scheidung. Null, eins, zwei. Im Deutschen sagt man manchmal 2 statt 2. So kann man 2 und 3 besser unterscheiden. Zum Beispiel am Telefon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Außerdem werden im Deutschen Kommas und Punkte bei Zahlen anders benutzt als im Englischen. Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Ich bin 33 Jahre alt. Sie können hier auch einfach Ich bin 33 sagen. Jahre alt zu sagen ist nicht immer nötig. Mein Sohn ist 9 Monate alt. Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 0173 110. Okay, hören Sie gut zu. Wenn Sie eine Telefonnummer sagen, gibt es 2 Möglichkeiten. Variante 1. Sie sagen jede Zahl einzeln, also 1, 1, 0, 8, 7, 1, 9. Das ist die häufigste Variante. Variante 2. Sie sagen die Zahlen in Gruppen, also 110, 87, 19. Beide Varianten sind richtig, aber die erste ist etwas klarer und wird öfter verwendet. Probieren Sie beide aus und entscheiden Sie, welche für Sie einfacher ist. Welche Telefonnummer hat die Polizei? Wie ist Thomas' Handynummer? Thomas' Handynummer 0174 254. Patricks Handynummer 0173 587. Achten Sie mal darauf. Wenn ein Name auf S, SS,
SZ, TZ, Z, X oder CE endet, dann setzen Sie im Genitiv einfach ein Apostroph. Zum Beispiel Thomas, Apostroph, Handynummer oder Max, Apostroph, Kugelschreiber. Bei anderen Namen, die nicht so enden, fügen Sie einfach ein S hinzu, wie bei Peters Haus oder Patricks Handynummer. Das brauchen Sie, um zu zeigen, dass jemandem etwas gehört. Ganz einfach, oder? Plus. 3 plus 2 ist 5. Minus. 3 minus 2 ist 1. Mal. 3 mal 3 ist 9. Geteilt durch. 8 geteilt durch 2 ist 4. Ist. 8 plus 1 ist 9. Gleich. 8 plus 1 gleich 9. Was sind Sie von Beruf? Was bist du von Beruf? Was machen Sie beruflich? Was machst du beruflich? Wenn Sie den Beruf von jemandem erfahren möchten, können Sie diese Fragen stellen. Zusätzlich können Sie auch „Welchen Beruf haben Sie?“ verwenden. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ich arbeite in einer Autowerkstatt. Ich bin Automechaniker. Ich arbeite als Ingenieur. Ich bin Student. Ich bin arbeitslos. Susanne arbeitet als Sekretärin in einem Anwaltsbüro. Ich bin Rentner. Arbeiten Sie? Arbeitest du? Ja, ich arbeite. Nein, ich arbeite nicht. Wo arbeiten Sie? Wo arbeitest du? Ich arbeite im Krankenhaus. In welcher Klasse bist du? Ich gehe in die 10. Klasse. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die 3. Klasse. Wenn Sie einen kleinen Nachbarn sehen, können Sie ihn fragen: „In welcher Klasse bist du?“ oder „In welche Klasse gehst du?“ Das sind typische Fragen an Schulkinder. Vielleicht antwortet er dann: „Ich gehe in die 3. Klasse.“ Solche Fragen sind freundlich und zeigen Interesse. Auf welche Schule gehst du? Ich gehe auf das Gymnasium Grashof. Welche Schule besuchst du? Ich besuche die Bertha Krupp Realschule.
Wo studieren Sie? Wo studierst du? Ich studiere in Berlin. Annika studiert an der Universität Ulm. Was studieren Sie? Was studierst du? Ich studiere Medizin. Franziska studiert Jura. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und etwas Deutsch. Ich lerne jetzt Deutsch. Ich spreche noch nicht so gut Deutsch, aber ich übe jeden Tag. Ich spreche nur meine Muttersprache, aber ich will Englisch lernen. Ich spreche fließend Russisch. Was ist Ihre Muttersprache? Was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche auch Englisch und Italienisch. Sprechen Sie Englisch? Sprichst du Englisch? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Ich spreche sehr gut Arabisch. Das SZ und SS klingen nicht immer gleich. Deshalb soll man SZ nicht einfach mit SS schreiben. Wenn Sie jedoch keine Möglichkeit haben, das SZ zu schreiben, wie zum Beispiel auf einer ausländischen Tastatur, können Sie stattdessen SS verwenden. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Wie ist deine Adresse? Die Adresse ist Liebigstraße 25. Sein. Franz ist hungrig. Mein großer Sohn Christian ist Arzt. Essen. Ich esse kein Fleisch. Ich bin Vegetarier. Sprechen. Sprichst du eine Fremdsprache? Arbeiten. Sarah arbeitet als Musiklehrerin. Ansehen. Ich bin ein großer Fan von Schalke. Ich sehe jedes Spiel an. Antworten. Martin, wer ist die Frau? Antworte mir schnell. Tim konnte auf Julias Fragen nicht antworten. Finden. Entschuldigung, ich finde das Müsli einfach nicht. Wo ist das? Fragen. Frau Kugler, ich möchte Sie etwas fragen. Suchen.
Entschuldigen Sie, ich suche die Adresse. Glauben. Ich glaube, der Satz ist falsch. Ich glaube meiner Frau kein Wort mehr. Lesen. Meine Mutter liest gern Abenteuerromane. Kommen. Paolo kommt aus Mexiko. Gehen. Alex, gehst du auch zur Kostümparty? Trinken. Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker. Amelie trinkt täglich 2 Liter Wasser. Wohnen. Lena wohnt in Dortmund. Mein Onkel und seine Frau wohnen in der Türkei. Lernen. Kerstin lernt Französisch. Machen. Hallo Luca, was machst du? Singen. Yvonne spielt Gitarre und singt ihr Lied. Haben. Susanne hat 2 Kinder. Finn kann heute nicht in die Schule. Er hat so sehr Bauchschmerzen. Heißen. Was heißt Weintraube? Das Wort verstehe ich nicht. Sammeln. Wir haben im Wald Pilze gesammelt. Denken. Ich denke, das ist richtig. Schreiben. Ich bin Journalistin. Ich schreibe viele Texte. Reparieren. Matthias repariert sein Fahrrad in der Garage. Bauen. Emilia und Jonas bauen eine Sandburg. Wir haben einen großen Schneemann gebaut. Sagen. Kannst du mir noch einmal deinen Namen sagen? Schneiden. Ich bin heute zum Friseur gegangen, um meinen Bart schneiden zu lassen. Helena hat ihre Haare schneiden lassen. Sie sieht jetzt viel jünger aus. Sehen. Ich möchte die Stadt Heidelberg sehen. Stehen. Der Laden ist noch nicht geöffnet. Ich stehe an der Ecke und warte.
Die Topfblume steht auf dem Tisch. Unterrichten. Ich unterrichte Physik in einer kleinen Schule. Meine Mutter ist Mathelehrerin. Sie unterrichtet auf dem Gymnasium. Verstehen. Ich verstehe das nicht. Kennen. Kennst du die Schauspielerin? Kennst du diesen Mann? Verkaufen. Amy arbeitet in einem Bonbonladen. Sie verkauft Bonbons. In den Sommerferien verkauft Elias Eis mit seinem Eiswagen. Wissen. Bernd, woher weißt du das? Buchstabieren. Mein Name ist Ronny. Ich buchstabiere. R-O-N-N-Y. Kannst du bitte deinen Namen buchstabieren? Sich vorstellen. Frau Neu, ich stelle Ihnen meine Schwester vor. Sie heißt Amy. Hören. Ich höre am liebsten deutschen Hip-Hop. Ich höre gerne Musik, wenn ich unterwegs bin. Bleiben. Frank ist krank und muss heute im Bett bleiben. Achten Sie bitte auf die Notizen hier. Einige schwierige Wörter oder Sätze werden hier erklärt. Schreiben Sie diese auf und versuchen Sie, sie auswendig zu lernen. Das hilft wirklich. Hallo, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Anastasia. Hallo Anastasia, ich bin Tobias. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Kommst du aus Österreich? Ja, das stimmt. Ich komme aus Wien. Und was machst du beruflich? Ich bin Lehrerin. Ich unterrichte Deutsch und Geschichte. Das ist toll. Ich lerne Deutsch. Das ist schön. Wie lange lernst du schon Deutsch? Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch. Das ist eine lange Zeit. Wie findest du Deutsch? Ich finde Deutsch sehr schön. Es ist eine schwierige Sprache, aber ich finde sie auch sehr interessant. Hey, hallo. Ich bin Ainur. Hi Ainur, ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Danke, Tom. Ich bin neu hier. Willkommen im Haus. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Oh, danke. Ich komme aus der Türkei und lerne Deutsch in der Sprachschule. Cool, dann kannst du hier bestimmt schnell Leute kennenlernen. Ja, hoffentlich. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, bis bald. Ich heiße Naima Fischer.
Der Vorname Naima ist marokkanisch. Der Name Fischer ist deutsch. Ich lebe in Deutschland, in Essen. Essen liegt im Westen von Deutschland. Ich komme aus Marokko. Ich bin Marokkanerin und Deutsche. Ich spreche 3 Sprachen: Marokkanisch, Deutsch und Französisch. Guten Tag, mein Name ist Mark. Ich bin 36 Jahre alt und komme aus Kanada. Ich wohne in Bremen. Ich lerne Deutsch und spreche auch Englisch. Englisch ist meine Muttersprache. Ich bin Informatiker. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Das ist Thomas Wagner. Herr Wagner ist 28 Jahre alt. Er kommt aus Berlin und ist Ingenieur. Er fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er treibt gerne Sport und spielt mit seinen Freunden Fußball. Herr Wagner reist auch gerne. Letztes Jahr war er in Italien und Frankreich. Er spricht Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Am Wochenende geht er oft ins Kino oder entspannt sich einfach zu Hause. Das ist Julia Müller. Frau Müller ist 35 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in München. Jeden Morgen fährt sie mit der U-Bahn zur Arbeit. Sie arbeitet als Lehrerin an einer Grundschule. In ihrer Freizeit liest sie gerne Romane. Am Wochenende geht sie oft mit ihrer Familie spazieren oder besucht Freunde. Sie spricht Deutsch und ein bisschen Englisch. Annabel Meyer aus Münster. Mein Name ist Annabel Meyer und ich bin 32 Jahre alt. Ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern sind aber aus Kroatien. Nach der Grundschule habe ich die Hauptschule besucht. Danach habe ich eine Lehre als Bankkauffrau gemacht. Seitdem arbeite ich in einer Bank. Dort trage ich jeden Tag einen Anzug oder einen langen Rock mit einer Bluse. So sehe ich professionell aus. Ich lebe in einer 25 Quadratmeter großen Wohnung. Ich habe keinen Partner, aber ich lebe nicht allein in der Wohnung. Ich habe einen kleinen weißen Hund. Er heißt Rick. Jeden Morgen und Abend gehe ich mit Rick spazieren und treffe dabei oft andere Hundebesitzer. Ich gehe auch gerne spazieren, wenn es regnet oder schneit. Ich ziehe dann einfach eine dicke Jacke und eine Mütze an. Im Sommer fahre ich immer nach Kroatien. Meine Großeltern und meine Tanten leben dort. Meistens bleibe ich dort für einen Monat, um die Zeit mit meiner Familie zu genießen. Ich klettere auch gerne und habe dafür spezielle Kletterschuhe. Sie sind sehr dünn und haben an den Zehen dickes Plastik. Manchmal gehe ich auch mit meinen Freunden Bergsteigen. Ich genieße die Aussicht von den Bergen. Die Natur in Deutschland finde ich auch wunderschön. Für das Bergsteigen habe ich Wanderschuhe. Die sind sehr stabil. Mein Hund Rick kommt auch immer mit auf den Berg. Er ist dann abends sehr müde. Und ich auch. Deshalb mache ich mir nach dem Sport einen Tee. Rick und ich genießen die Zeit auf dem Sofa sehr.